Das finde ich eine Unverschämtheit, dass Sie sagen, dass ich jemanden erschießen will. Sie nicht, aber Ihr Gewalt. Sie haben eben gesagt, ich will jemanden erschießen. So. Es ist unverschämt. Hey Leute, ihr müsst euch das ansehen. Bodo Ramelow von den Linken dreht in der Sendung Fakt ist völlig durch. Tino Kruppalla stellt ihm eine Frage und Ramelow, der rastet aus, streitet alles ab und verliert komplett die Fassung. Aber das Beste kommt zum Schluss, wir haben den Beweis, denn genau diese Aussagen wurden von Linken getroffen und ihr werdet nicht glauben, was da wirklich gesagt wurde. Also bleibt dran, das müsst ihr euch reinziehen. Liken, abonnieren, kommentieren, nicht vergessen. Was sagt ihr zu dieser Eskalation? Auf geht's! Herr Ramelow, aber da wiederum ist auch so ein bisschen so ein Punkt, wo ich nicht so sicher weiß, wo soll ich da hin? Dass die Linke für Umverteilung steht, ist kein Geheimnis. Das wissen wir alle. Wenn ich mir das steuerpolitische Programm anschaue, Mehrbelastung für Spitzenverdiener, Gewerbesteuer für Vermieter rauf und Selbstständige, Reichensteuer. Auf der anderen Seite sagen Sie auch, 15 Euro Mindestlohn, Rentenniveau 53% und Mindestrente 1.310 Euro. Was sagen Sie denen, die jetzt möglicherweise kritisch um die Ecke kommen und sagen, Mensch, Herr Ramelow, mit solchen Plänen treiben Sie doch die Investoren erst recht weg und die Arbeitsplätze gehen erst recht flöten? Also Sie haben das alles jetzt sehr gut erklärt. Also ich finde, damit wird deutlich, dass wir die Partei sind, die deutlich sagt, dass die niedrigen Einkommen gestärkt werden müssen, die Massenkaufkraft verbreitert werden muss und dass die Gerechtigkeitsfrage auch die Kapitalfrage mal thematisiert. Nämlich die Frage, dass 5 Familien, also 5 Männer in Deutschland so viel Vermögen haben wie 50% der ganzen Bevölkerung. Ich halte das für demokratiegefährdend. Und deswegen sagen wir ganz klar, an der Stelle muss die Erbschaftssteuer endlich wieder aktiviert werden, die Vermögensteuer wieder aktiviert werden. Und das ist aus unserer Sicht eine ganz klare Botschaft. Wenn wir die Entlastung, die wir für die breiten unteren Einkommen in der Steuertabelle eingearbeitet haben, wenn wir diese Entlastung hätten, wäre die Frage Ost-West keine mehr, die an der Stelle stattfindet. Weil die 15 Euro gelten alle gleich. Und genau an der Stelle braucht es eben mehr Geld in das System. Und da sind wir allein klar erkennbar. Aber wenn wir allerdings über Ostdeutschland reden, reden wir nicht über mehr Fördergelder und mehr Bettelgeld für Ost, sondern wir reden darüber, den Respekt den Menschen endlich gegenüberzubringen, dass die Leistung, und zwar die Lebensleistung dieser Menschen wirklich gewürdigt wird. Und da war das Beispiel, das habe ich eben gesagt, Landambulatorium, Gemeindeschwester, längeres gemeinsames Lernen oder eben eine moderne Bürgerversicherung, und zwar eine Versicherung für Rente, eine Versicherung für Krankenkasse und jeder zahlt ein. Aber beantwortet meine Frage nur so mittelmäßig, weil natürlich die Frage, die dahinter steckte, war, wenn Sie die sozusagen das Geld ins System geben können, indem Sie Arbeitsplätze schaffen. Ne? Also wir haben es ja gehört, wenn Sie die sozusagen mehr belasten und natürlich auch noch die Lohnkosten damit erhöhen. Sie haben mich, glaube ich, nicht verstanden. Das Dann tut mir jetzt leid, aber wir wohnen ja nicht weit auseinander. Ich komme dann bei Ihnen noch vorbei zum Kaffee, erkläre ich es auch Ihnen. Wir gehen tatsächlich und wir sagen Tax the Rich. Das heißt, wir sagen, kann sich diese Gesellschaft Milliardäre aber noch erlauben? Was ist, wenn die abhauen und die die wollen Sie ja schießen, Herr. Wir sind im europäischen Vergleich Herr Kruppalla, das finde ich eine Unverschämtheit, dass Sie sagen, dass ich jemanden erschießen will. Sie nicht, aber Ihr Parteivorsitzender. Sie haben eben gesagt, ich will jemanden erschießen. So. Es ist unverschämt. Das will Ihr Parteivorsitzender. Herr Kruppalla, Sie haben vorhin zu mir gesagt, dass kein Sie sich Mensch wünschen würden, bei wenn uns jemand will einen anderen Menschen erschießen. Und wir sollten nicht so miteinander umgehen. Ihr Parteivorsitzender hat genau das gesagt. Jan von Aken hat so etwas nie gesagt. Herr von Aken. Ach, Sie wissen ganz genau, wem ich meine. Wirklich, Sie sind ein Hetzer, das ist ekelerregend. Ja, natürlich. Ich will nur festhalten, dass Sie zu mir ich will ja bloß sagen, vorher was er gesagt haben, dass hat. wenn jemand eine Bemerkung wie die Ihre jetzt machen würde, also, das Sie der Meinung sind, gern dass geklärt, ob ich hier von Erschießen geredet habe. Sie haben das doch nicht gesagt, aber Ihr Parteivorsitzender hat das mal gesagt. Natürlich. Was hat das 1%. jetzt mit den Menschen Herr hier Kruppalla, zu tun, das hat dieser kein Streit? Parteivorsitzender meiner Partei jemals gesagt. Auch das werden wir im Fakten ich verspreche an können dieser Sie gerne Stelle, gucken. dass Herr Ritzinger wir hat das diese gesagt. Frage Können Sie nachgucken. klären werden Unverschämt. im Herr Nachgang. Oder Und wie ich Jan möchte- von Aken in diesem Fall und sagt, ich halten möchte- Sie einfach Ihren rechten Rand. Typisch Linke. Außer Schreien und Aufhetzen kommt da nicht viel. Sobald man sie mit ihren eigenen Aussagen konfrontiert, verlieren sie komplett die Fassung. Ramelow liefert hier das perfekte Beispiel. Erst toben, dann abstreiten und am Ende bleibt nur die Blamage. Diese Partei zeigt immer wieder, dass sie mit Fakten nicht umgehen kann. Hier ist das Beweisvideo. Aus der Nummer kommt Ramelow nicht mehr raus. Auf geht's!
Und ich wollte noch mal kurz sagen, Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir das 1% der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen. Wir wollen uns fortbewegen. Naja, ist so. Wir müssen mal von dieser Metaebene runterkommen. Und wir diskutieren darüber, ob 2030 oder 2035 oder 2050. Aber was bedeutet es beim Ausbau der regenerativen Energien, bei der Windenergie, bei der Photovoltaik? Sandra, komm mal zum Ende. Dankeschön. Ich muss sagen, wir erschießen Sie nicht, wir setzen Sie schon für nützliche Arbeit ein. Anstatt sich klar von dieser unfassbaren Aussage zu distanzieren, setzt Parteichef Frietzinger noch einen drauf. Wir erschießen sie nicht, wir setzen sie für nützliche Arbeit ein. Das ist die Denkweise der Linken. Erst hetzen, dann relativieren und am Ende so tun, als wäre das alles nicht so gemeint. Aber die Worte sind gefallen und das ist entlarvend genug. Leute, was sagt ihr dazu? Findet ihr das auch so skandalös? Schreibt es in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Denn wir schauen genau hin, wenn andere wegsehen. Bis zum nächsten Mal. Geht raus, liebe Leute, es ist wieder soweit. Wählt das Blau, das uns in die Freiheit geleitet. Demokratie und Grundwerte, das ist unser Plan. Mit der AfD kommt ein neuer Morgen an. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schätzen unser Land. Das ist unser Ziel, mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Volksabstimmungen, das Schweizer Modell, das ist unser Weg, das finden wir ganz toll. Bundespräsidentenwahl direkt durch dich und mich. Mit der AfD wird Deutschland wirklich neu und frisch. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Opferschutz statt Täterschutz, das ist unser Recht. Unabhängige Richter, da wird's wieder echt gerecht. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD, da bleibt Deutschland in der Hand. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Kinder und Familien, die sind uns viel wert. Die deutsche Sprache, die haben wir geehrt. Der Klimaweg endet, Umwelt wird geschützt. Mit der AfD wird Europa neu gemixt. Hey, 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 macht die Kreuze klar für die AfD. Ja, das ist wunderbar, wir schützen unser Land, das ist unser Ziel. Mit blauen Herzen geht's nach Brüssel mit viel Stil. Familien, die sind uns viel wert. Unabhängige Richter, da läuft's wieder echt. Deutsche Grenzen schützen, das haben wir erkannt. Mit der AfD wird Deutschland in der Hand.